Ihr Lieben, ein kleiner energetischer und ebenso kosmischer Ausblick für euch zur Zeitqualität, in der wir uns befinden. Dieses Jahr 2025 und auch das Jahr 2026 sind wohl die wichtigsten Jahre für uns als Menschheit überhaupt. Es wird noch sehr viel passieren, sich verändern und das geht jetzt immer schneller. Und deshalb wird es auch immer wichtiger werden, unser Gleichgewicht im Chaos zu halten, unsere Lebensenergie und Kraft. Ja, es ist wie ein kosmischer Schöpfungsakt, der vom Universum angestoßen geschieht und indem wir live und mittendrin diesen Geburtsprozess miterleben, der bekanntlich nicht immer angenehm und alles andere als sanft ist. Wir werden geprüft auf die Wahrheit in uns. Besonders die bevorstehenden Monate mit dem Beginn des Venusjahres im März werden sehr anspruchsvoll sein bezüglich Machtthemen, Umbrüchen, als auch dem Hervorbrechen angestauter Emotionen und viel Unruhe im kollektiven Feld, zunehmenden Spannungen und damit auch Anschlagsgefahr. Oh ja, Uranus bringt viel Unerwartetes und auch aus Mutter Erde heraus werden diese Spannungen hervorbrechen. Die Erde hat viel auszugleichen, denn Welten und Dimensionen prallen aufeinander, alte und neue Zeit. Wir befinden uns jetzt im Zeichen der Fische und mit dem Mondknoten und entsprechend signifikanten Planetenkonstellationen wird sich auch das Element Wasser in diesem Jahr immer deutlicher zeigen, auch durch Überschwemmungen und so weiter. Reinigung, Bereinigung und auch Tränen gehören dazu, denn auch das Erwachen kann schmerzvoll sein, wie auch die Leber, die Wut sowie die notwendige Entgiftung. Ja, es geht in die Tiefe jetzt, im Außen wie in uns. Mit den Fischen geht es um das Erkennen und vor allem um das Fühlen, das uns zurück zu uns selbst und zum Sinn unseres Daseins führt. Und ja, es geht jetzt auch immer mehr um Energie und Resonanz, denn auch unsere Aura erweitert sich, unsere Sensitivität und das Bewusstsein als multidimensionale Wesen. Und es wird jetzt mit diesen sehr hohen und schnellen Energien immer wichtiger werden, sehr achtsam zu sein mit allem, was wir aussenden, in Resonanz gehen. Es ist unsere Entscheidung in jedem Moment, präsent, klar und selbstbestimmt in der Liebe und im Vertrauen zu bleiben oder uns in negative Frequenzen hinein und hinunterziehen zu lassen und die alte Welt damit weiter zu nähren. Das Alte hat keinen Bestand mehr, ihr Lieben, und so vieles wird noch zusammenbrechen. Ja, das Chaos nimmt zu, bevor eine neue Ordnung entsteht. Jetzt ist die Zeit, uns mit all unserer Kraft auf das Neue auszurichten, das wir erschaffen wollen. So anstrengend und herausfordernd es auch ist und noch sein wird. Wir erhalten die Chance, aus den alten Schuhen, aus Manipulationen und
Abhängigkeiten auszubrechen und uns selbst, unser wahres Ich, mit all unserem Licht, unserer Kreativität in diese Welt zu bringen. Viele der alten Berufe wird es in Zukunft nicht mehr geben. Es ist Zeit, über unsere Berufung nachzudenken und endlich unserem Weg zu folgen, der oft schon sehr lange in uns schlummert. Und da ich oft gefragt werde, wie lange noch? Bis Herbst 2028 wird sich noch sehr viel verändern. Und es ist wie mit den Stürmen des Lebens. Wir werden nicht mehr dieselben sein, wenn wir aus ihnen herauskommen, aber stärker und weiser als je zuvor. Doch zurück zum Jetzt, das immer der Moment ist, in dem wir etwas tun, verändern können. Dieser Februar endet mit dem starken Neumond in den Fischen. Und nein, er ist nicht allein in diesem Zeichen. Es sind ganze 5 Planeten in den Fischen im Moment. Und das ist ein deutliches Zeichen für alles, was jetzt endet und entsprechend neu werden will durch uns. Mit der Sonne in den Fischen geht auch das alte Erdenjahr zu Ende, ihr Lieben. Und am 20. März beginnt mit dem Eintritt in das Zeichen Widder das eigentliche neue Jahr. Das Jahr der Venus, das Jahr der Herzenswege und Verbindungen. Doch dazu zu gegebenem Zeitpunkt mehr. Jedoch möchte ich nochmals kurz auf das Thema Resonanz und Achtsamkeit eingehen, das jetzt immer wichtiger wird. Durch negative Emotionen und Gedanken, durch Hass, Lügen, Verurteilung als auch durch Angst verlieren wir die Anbindung an unsere Quelle. All das zieht uns in eine sehr niedrige Frequenz, in der wir auch immer mehr manipulierbar sind. Wir verlieren unser Fühlen, die Verbindung zu unserem Herzwissen, das allein uns spüren lässt, was falsch und richtig ist. Der Weg daraus ist Reinigung, nicht nur der Gedanken, sondern auch körperlich, energetisch, denn negative Energien und Manipulationen setzen sich im System fest und vor allem unser Herzmagnet kann nicht mehr frei schwingen, wird blockiert. Und das können wir auch körperlich spüren. Ja, entsprechende Symptome sind sehr häufig im Moment und ganz oft wird hier auch keine organische oder funktionelle Ursache gefunden. Oh ja, das Herz fühlt, hat eine eigene Intelligenz weit über unseren rationalen Verstand hinaus. Ja, ihr Lieben, wir werden jetzt alle auf die ein oder andere Weise geprüft, ob wir bereit sind, uns weiterzuentwickeln und das Vertrauen in uns selbst zu halten, indem wir unsere innere Stimme hören und uns nicht in das äußere Chaos hinein und hinunterziehen lassen. In diese negativen Energien und Manipulationen, die unsere eigene Energie blockieren und uns vom wahren Fühlen abtrennen. Bleibe in deiner Energie, in deiner Kraft und Selbstbestimmung. Wir sind in der Zeit der Fische, in der Zeit der Reinigung
und das fließende Wasser, die Verbindung mit der Natur, den Elementen und Mutter Erde helfen uns dabei, als auch die Stille, der Rückzug, um unsere Seele wieder hören zu können. Die hohen kosmischen Lichtenergien, die jetzt immer mehr zu uns kommen, wirken bis in unser tiefstes Inneres hinein. Lass es still werden und lass den goldenen Lichtstrom des Schöpfers durch dich fließen und alles bereinigen in dir, was nicht mehr zu dir gehört. Es gilt jetzt mehr denn je, auch für unsere Mutter Erde, unser Licht zu halten, unsere Energie in der hohen Frequenz der Liebe, die nichts erschüttern kann. Zweifel machen uns angreifbar, negative Gedanken und Gefühle, die mit entsprechenden Energien in Resonanz gehen. Dein Vertrauen ist dein Schutz, deine Klarheit, dein Zugang zu deiner inneren Weisheit. Werde dir wieder bewusst, nicht das Außen bestimmt, wer wir sind und über unseren Weg. Wir selbst sind es. Und damit sende ich alles Liebe zu euch, eure Silvia.